Ich liebe volatile und unsichere Marktumfelder. Egal ob das nun im Kryptosektor oder an den Kapitalmärkten der Fall ist. Zeiten von absoluter Angst sind immer meine Signale, die besten Assets nachzukaufen. Da wir gerade von Angst sprechen, der Fear and Greed Index für den Aktienmarkt stand zeitweise auf 3 und damit auf absolute Angst der bisher niedrigste jemals gemessene Wert. Seit dem heftigen Crash zu Anfang 2020 befanden wir uns in einem durchgängigen Bullenmarkt. Die Bewertungen vieler Unternehmen stießen so langsam an Level, die einfach ungesund waren, und Donald Trump war zu Anfang April nur das Black Swan Event, das keiner hat kommen sehen. Für mich ist so etwas immer ein Geschenk und deshalb habe ich in letzter Zeit sehr gut zugegriffen. Worin ich investiert habe, weshalb und welche Unternehmen ich ansonsten sehr genau beobachte, schauen wir uns heute an. Nichts von dem, was ich mache, ist Anlageberatung und auch keine Steuerberatung. Wenn du mich bei meinem Vermögensaufbau begleiten willst, machst du das am besten, indem du diesen Kanal abonnierst und ein Like da lässt. Damit segnest du mir automatisch den YouTube-Algorithmus, der mich immer wieder dazu zwingt, euch nach Likes, Kommentaren und Abos abzugeiern, und außerdem unterstützt du diesen Kanal ganz kostenlos. Wir hatten in letzter Zeit wirklich ein paar harte Zeiten an der Börse. Jeder einzelne und wichtige globale Index hat zurückgesetzt. Genau das sind jedoch langfristig gesehen immer die größten Geschenke, die uns der Markt machen kann. Wer noch einmal genau nachvollziehen möchte, wie das alles passiert ist, was genau passiert ist und vor allem, wie man sich in einem Crash verhalten sollte, dem empfehle ich meine beiden Videos hier aus den letzten paar Wochen. Daher auf gar keinen Fall in Panik verfallen. Langfristig gesehen trenden die Märkte immer wieder höher, gut zu sehen am Beispiel des S&P 500. Trotz teilweise heftiger Korrekturen in der Vergangenheit hat der S&P im Mittel durchweg alles andere outperformt. Daher ist auch mein ganz persönliches Mantra: den Lärm da draußen ausschalten und auf Signale, vor allem aber Daten schauen und kontinuierlich investieren. Die erste Aktie, bei der ich jetzt im Crash zugegriffen habe, war Hims & Hers. Ich habe am 7. April, während der gesamte Markt komplett verrückt gespielt hat, bei knappen 25 € je Aktie nachgekauft. Die Aktie wurde über die letzten 6 Monate sowieso schon ziemlich nach unten geprügelt. Der Hype um so einige Abnehmspritzen wie Ozempic ist ziemlich groß und Hims bietet hier die hauseigene Lösung, nämlich die GLP-1-Injektion. Da gab es in den letzten Monaten einige regulatorische Unklarheiten mit der US-amerikanischen FDA, also der Arzneimittelbehörde. Wir sahen im Februar das bisherige All-Time-High von fast 70 € je Aktie, dann ging es zeitweise um mehr als 50% nach unten und dann kam jetzt der Crash an den Märkten und wir stehen seit All-Time-High im Februar mit 60% im Minus. Da habe ich nicht lange gefackelt, weil das Unternehmen trotz alledem ein top-solides Wachstumsunternehmen ist. Hims & Hers ist ein sehr interessantes Unternehmen. Erst einmal haben wir eine Telemedizin-Plattform, bedeutet, Kunden können sich direkt online von einem Arzt personalisiert beraten und auch behandeln lassen. Wir haben ein Abo-Modell, wodurch die Kunden per monatlichem Abonnement Medikamente und weiteres wie zum Beispiel Hautpflegeprodukte bestellen. Hims übernimmt auch den direkten Vertrieb von verschreibungspflichtigen und rezeptfreien Produkten direkt an den Kunden, umgeht also Zwischenhändler, was ich immer gerne sehe, da wir höhere Margen haben. Der Fokus liegt ganz einfach auf Gesundheit und Wohlbefinden und wir sehen hier im Hintergrund, dass wir sehr zugängliche Lösungen per App haben. Alles ist auf dich als Kunde abgestimmt, je nachdem, was du benötigst. Die Telemedizin ist auf jeden Fall die Zukunft und meiner Meinung nach eine Sparte, in die man auf jeden Fall investiert sein sollte. Manche sagen sogar, die Hims & Hers Aktie ist absolute Pflicht. Und da wir immer auf Daten und Signale achten sollten und uns niemals von kurzfristigen Marktbewertungen leiten lassen dürfen, gehen wir einmal auf die Zahlen. Denn Hims & Hers hat mit den Zahlen im 4. Quartal 2024 ziemlich heftig abgeliefert. Die Abonnentenzahlen schießen dauerhaft weiter nach oben, die Nettobestellungen klettern auf sehr gesundem Level nach oben, das durchschnittliche Bestellvolumen steigt an, dadurch erkennen wir, dass die Kunden, sobald sie einmal von der Qualität der Produkte überzeugt sind, auch dazu bereit sind, langfristig vielleicht noch 1 oder 2 andere Produkte zu kaufen. Umsatz steigt kontinuierlich an, die Nettoerträge, die sowieso immer am wichtigsten sind, genauso. Cashflow-mäßig haben wir auch keinerlei Probleme, vor allem seit 2023 und 2024 haben wir explosionsartige Anstiege im freien sowie auch operativen Cashflow. Der operative Cashflow ist immer wichtiger als der freie Cashflow. Im besten Fall sollte also bei egal welchem Unternehmen, das wir uns anschauen, der operative Cashflow immer höher als der freie Cashflow sein. Auch das ist bei Hims gegeben. Schulden, welche Schulden? Wir haben mit Stand Q4 2024
2024 nur etwas mehr als 9 Millionen Dollar Schulden, blicken aber auf über 220 Millionen in Cash und knappen 80 in Anleihen. Hier also keinerlei Probleme. Die operativen Ausgaben könnten für mein Empfinden noch stärker in R&D, damit in Forschung und Entwicklung fließen. Das ist aber Jammern auf sehr hohem Niveau. Daher gilt, Hims & Hers ist ein Wachstumsunternehmen, wie es im Buche steht, und ein perfektes Beispiel dafür, dass der Aktienkurs eines Unternehmens sehr oft überhaupt nichts damit zu tun hat, wie das Unternehmen in Realität wirtschaftet. Das sind Gaps, die wir in meinen Augen ausnutzen sollten. Aktie Nummer 2, die ich im Rücksetzer gekauft habe, war Palantir, und ich muss sagen, da habe ich mich wirklich sehr gefreut. Ich hatte bereits vor fast 2 Jahren von dem Unternehmen gesprochen und seitdem ist wirklich viel passiert. Palantir wurde in den S&P 500 aufgenommen und wie die Aktie performt hat, sehen wir hier sehr gut im Hintergrund. Begonnen Palantir zu kaufen hatte ich in 2023 unter 20 Euro je Aktie und habe kontinuierlich in diesem Level weitergekauft. So auch jetzt im Rücksetzer an den Märkten bei knappen 65 Euro je Aktie. Damit habe ich natürlich meinen Durchschnitt weiter nach oben gezogen, sehe Palantir langfristig aber mindestens bei einem Market Cap von 1 Billion Dollar. Das entspräche auch vom aktuellen Level her noch einer Verfünffachung auf lange Sicht. Auch bei Palantir liefen die Bewertungen in den letzten Monaten ziemlich heiß und darüber hatten wir auch bereits damals gesprochen. Am bisherigen All-Time-High im Februar waren wir bei 120 Euro je Aktie, seitdem haben wir um über 40% korrigiert. Was Palantir eigentlich macht, haben wir sehr detailliert in der Vergangenheit besprochen, beispielsweise in meinem Video, das ich hier oben verlinke, das ich jedem ans Herz lege anzusehen, falls noch nicht passiert. Eine der besten Erklärungen überhaupt fand ich aber auf X. Und zwar basiert das Geschäftsmodell auf mehreren Softwarelösungen. Eine davon und die vielleicht wertvollste ist die KI-Plattform AIP. AIP ist das einzige Tool am Markt, das intelligent genug ist, all diese verschiedenen Chatbots und KIs hier im Hintergrund, wie zum Beispiel ChatGPT oder Llama von Meta, so zu orchestrieren, dass all diese Daten im Hintergrund am Ende für Use Cases in der Realität nutzbar sind. Das wäre dann der Output hier rechts. Stell dir also vor, du bist ein Unternehmen, das ChatGPT nutzt. Du bist Energieversorger und möchtest die KI so verwenden, dass sie die Tageszeiten am Netz so erfasst, dass sich beispielsweise daraus ableiten lässt, zu welchen Zeiten am Tag du mehr Energieoutput hast als an anderen. AIP von Palantir filtert dir genau diese Daten und gibt dir den Output, den du brauchst. AIP macht aber noch viel mehr und über die anderen Softwarelösungen haben wir jetzt noch überhaupt nicht gesprochen. Daher ist die Aktie meiner Meinung nach absolutes Must-Have. Auch die Zahlen von Palantir sind äußerst eindeutig. Unsere Kunden aus dem kommerziellen sowie auch Regierungssektor steigen weiterhin an. Am wichtigsten ist hierbei natürlich der kommerzielle Sektor und somit Firmen, das ist die lilane Linie und wir haben hier durchgängige Uptrends. Der Umsatz der Top 20 Kunden steigt kontinuierlich an, was uns automatisch zeigt, dass die großen Unternehmen, die die Software von Palantir nutzen, bereit dazu sind, immer mehr Lösungen in das eigene Business zu integrieren. Denkt an Windows, das den Großteil des Marktes für Betriebssysteme dominiert. Die Rechnungsstellungen kennen auch nur einen Weg, nämlich nach oben. Im Daily Business kann sich Palantir also kaum vor Aufträgen retten. Umsätze steigen langfristig stark an, die Nettoerträge sind erst seit Anfang 2022 positiv, klettern seitdem aber kontinuierlich, auch wenn wir jetzt einen kleinen Rücksetzer im 4. Quartal 2024 hatten. Bei den Cashflows gibt es auch überhaupt nichts zu meckern. Schulden genauso wie eben bei Hims. Welche Schulden? Wir haben nur noch knappe 200.000 Dollar, nicht Millionen, auf der Uhr, während wir auf über 2 Milliarden Dollar in flüssigen Mitteln und 3 Millionen in Anleihen blicken. Gerade bei einem absoluten Hochtechnologieunternehmen wie Palantir sind die operativen Ausgaben noch einmal einen Tick wichtiger. Hier sehen wir aber durchgehend und vor allem ansteigende Investments in R&D. Bei Palantir gab es also jetzt im Crash bei mir überhaupt keine Zweifel, den Dip zu kaufen. Palantir wird übrigens am 5. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2025 veröffentlichen. Diese werden wir uns per Deep Dive sehr genau anschauen und darauf könnt ihr euch also jetzt schon einmal freuen. Kanal abonnieren, damit du dieses Video nicht verpasst. Die dritte Aktie, bei der ich zugeschlagen habe, war Costco, auch hier am 7. April bei knappen 835 Euro je Aktie. Costco gehört für mich zu den besten Dividendenwachstumsaktien überhaupt. Costco hat die Dividenden im Durchschnitt über die letzten 10 Jahre um fast 13% erhöht. Aktuell kassieren wir pro Aktie pro Jahr 4,10 Euro. Natürlich gibt es da draußen Unternehmen, die weit höhere Dividenden ausschütten, aber dafür hat Costco einfach mal so über die letzten 5 Jahre den wichtigsten Index und die Benchmark, nämlich den S&P 500, absolut outperformed. Vor noch gar nicht allzu langer Zeit standen wir am All-Time-High von über 1.030 Euro je Aktie. Davon
Davon haben wir teilweise 20% korrigiert und eine 20%ige Korrektur auf Costco hast du wirklich nicht oft. Ich kenne nur sehr wenige Aktien, die so resilient sind wie die Costco-Aktie. Das Unternehmen gehört zu den größten Großhandelsketten der Welt und dominiert den Markt. Bekannt ist vor allem die Costco-Mitgliederkarte. Diese kostet je nach Mitgliedschaft zwischen 60 und 140 $ im Jahr und bietet den Kunden gleich mehrere Vorteile. Das Geschäftsmodell basiert vor allem auf Komfort und Erschwinglichkeit bei den Preisen und das Unternehmen gehört zu den beliebtesten Lebensmittelgeschäften überhaupt. Wir hatten bereits mehrfach auf meinem Kanal über Costco gesprochen, zum Beispiel in diesem Video, das ich hier oben rechts verlinken werde, für alle, die dann auch einmal Tieferes zu hören möchten. Persönlich investiere ich sehr konzentriert in nur 8 Aktien und Costco ist für mein Portfolio einfach eine Art Fels in der Brandung. Wir haben das Beste aus beiden Welten, indem wir steigendes Kurswachstum und auch steigende Dividenden haben und auch deshalb musste ich bei den Kursen der Aktien nicht lange überlegen und habe nachgekauft. Costco ist ein sehr erwachsenes Unternehmen, kein gering bewertetes Wachstumsunternehmen und das schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Wir verkaufen keine Software mit Margen jenseits der 80%, sondern wir sind im Lebensmittelgroßhandel unterwegs. Das ist sowieso schon ein sehr umkämpfter Sektor und wenn wir das im Hinterkopf behalten, sind die Zahlen von Costco wirklich noch einmal viel extremer. Die Anzahl an Lagerstätten steigt langfristig an, was uns zeigt, dass Costco immer weiter expandiert und die Marktmacht erhöht. Wenn das nicht der Fall wäre, würdest du keine neuen Lagerstätten eröffnen. Auch die Zahl der Mitglieder, also der Kunden, die die Mitgliedskarten von Costco haben, steigt an und auch das ist sehr positiv. Kunden, die einmal bei Costco eingekauft haben, nehmen sehr gerne eine Kundenkarte und zahlen auch für diese, einfach weil das Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Der Umsatz ist äußerst stabil und ich finde hier eines extrem interessant. Wenn wir hier einmal auf die Jahre 2020 und 2021 blicken, haben wir kaum Einbrüche, obwohl wir uns mitten in der Pandemie befanden. Während andere Supermärkte, Lebensmittelhändler und sogar Franchises wie McDonald's zu kämpfen hatten, war Costco nahezu immun. Genau das meine ich damit, wenn ich sage, dass das Unternehmen eine Art Fels in der Brandung für jedes Portfolio ist. Auch die Nettoerträge lassen keine wirklichen Wünsche mehr offen, denn auch diese kennen nur eine Richtung. Die Cashflows sind stark und besonders beachtlich ist, dass wir trotz der Tatsache, dass wir uns im Lebensmittelsektor befinden, höhere operative Cashflows als freie Cashflows haben. Alleine nur das zeigt uns, dass Costco von Monat zu Monat sehr profitabel mit den Standorten ist, diese Umsätze sofort reinvestiert und äußerst wachstumsgetriebene Cashflows aufweist. Mit Blick auf die Schulden sei gesagt, ja, die sind etwas höher, in meinen Augen aber keinerlei Grund zur Sorge. Zum einen sehen wir, dass das Management über die letzten Jahre sehr erfolgreich im Abbau der Schulden war und zum anderen sehen wir, dass auch in Phasen der letzten Jahre, als die Schulden noch höher als jetzt waren, die Cashbestände gegenüber den Schulden immer gesund waren. Wir hatten nur sehr wenige Zeiträume, in denen die Schulden höher als die flüssigen Mittel waren. Bei den operativen Ausgaben haben wir lediglich SG&A, also Vertriebsgemeinkosten und keine Investments in R&D. Das ist aber natürlich der Branche geschuldet. Wir produzieren hier keine Computerchips, sondern müssen globale Kühlketten und Logistik am Start haben und all diese Standorte verwalten. Forschung und Entwicklung ist bei Technologieunternehmen unumgänglich und wichtig. Bei Unternehmen wie Costco können wir das verzeihen. Nichtsdestotrotz würden wir uns natürlich freuen, wenn wir einen Anflug von Grün hier im Hintergrund sehen würden. Die letzte Aktie, die ich in diesem absolut verrückten Marktumfeld nachgekauft habe und bei der ich mit Abstand auch am meisten Geld investiert habe, war Tesla. Wundern sollte das niemanden. Ich bin ein absoluter Tesla-Bulle und besitze sehr hohe Überzeugung. Wir hatten in den letzten Wochen und Monaten wirklich äußerst viel Lärm bei der Tesla-Aktie. Elon Musk bekommt sehr viel Feuer in den USA durch seine Mitwirkung bei der Einsparung von Regierungsmitteln durch das Department of Government Efficiency, kurz DOGE. Ich möchte hier an der Stelle jetzt auch überhaupt nicht zu politisch werden und wir sollten speziell beim Investieren immer, wirklich immer, unsere Emotionen zu Hause lassen. Ich möchte nur so viel sagen. Wenn all das, was im Moment über Elon Musk und Tesla berichtet wird, wirklich so wäre, hätte ich schon längst ein Video dazu gemacht, in dem ich verkünde, dass ich jetzt meine gesamte Position verkaufe. Aber das absolute Gegenteil ist bei mir der Fall. Die Tesla-Aktie ist ein Paradebeispiel dafür, dass der Markt emotional reagiert, während das zugrunde liegende Business tadellos operiert. Das Mission Statement von Tesla ist nach wie vor Accelerating the World's Transition to Sustainable Energy. Daran hat sich überhaupt nichts verändert. Ansonsten müssten wir uns anhören, dass ja die Absatzzahlen der Fahrzeuge extrem in den Keller gegangen sind. Ich weiß nicht, wer das hören muss, aber wenn du das bestverkaufteste Fahrzeug der Welt, nämlich das Model Y, einem tiefgreifenden
einen Refresh unterziehst und das auch noch gleichzeitig über alle Gigafactories der Welt machst, hast du natürlicherweise kurzfristig gesehen Einbrüche in den Auslieferungen. Seitdem Tesla aber das refreshte Model Y nun wirklich ausgerollt hat und verkauft, ist dieses in sage und schreibe 34 Bundesstaaten der USA ausverkauft. Die Verkäufe sind übrigens nur im Monat März um 510% gestiegen. Genau das passiert, wenn du das bestverkaufteste Fahrzeug der Welt für eine gewisse Zeit überhaupt nicht mehr anbietest, weil du die Produktion umstellst und es dann wieder verkaufst. Ach ja, und das Model Y bricht im Moment in China wieder alle Rekorde. Wir hatten teilweise Wachstumszahlen in den Verkäufen von mehr als 37% von einer Woche auf die nächste. Die Gigafactory Shanghai haut das Teil einfach nur so raus und wir werden zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr genau dieses Wachstum wieder sehen und ich würde mich überhaupt nicht wundern, wenn das Model Y auch in 2025 erneut das bestverkaufteste Fahrzeug der Welt wird. Unabhängig von den Fahrzeugen liegt das größte Wachstum der Tesla-Aktie aber sowieso im Bereich des Energiebusiness, dem autonomen Fahren und Robotik mit dem humanoiden Roboter Optimus. Wer wirklich einmal tiefgreifend zur Tesla-Aktie abgeholt werden möchte, dem empfehle ich meine Playlist, in der es wirklich nur um Tesla geht. Ich habe einige der tiefgreifendsten, emotionslosen und faktenbasiertesten Analysen zur Tesla-Aktie auf diesem Kanal am Start und ich kann wirklich jedem nur ans Herz legen, all diese Videos einmal zu binge-watchen. Auch bei der Tesla-Aktie sei also gesagt, weniger auf den ganzen Lärm da draußen hören, mehr auf Signale und Daten achten und die Daten sprechen bei Tesla eine sehr eindeutige Sprache. Man muss nur genau hinhören, um sie zu verstehen. Das wären zumindest bisher all die Investments, die ich während des Rücksetzers an den Märkten tätigte. Es gibt aber noch ein paar Titel, die ich auf der Watchlist habe und aktuell beobachte und auch diese möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich verfolge im Moment folgende Aktien und Kurse sehr genau. Nummer 1, die CrowdStrike-Aktie, die aktuell bei 350 Euro je Aktie steht. Signal ist bei mir mit 275 Euro eingestellt. Die 275 haben wir fast gesehen. Wir waren im bisherigen Tief bei 293 während des Rücksetzers durch Donald Trumps Zölle. Ob wir die 275 Euro je Aktie sehen werden, weiß keiner. Das wäre aber ein Level, ab dem die Aktie für mich interessant wäre. Unternehmen Nummer 2 ist Microsoft. Signal aktuell bei 300 Euro je Aktie eingestellt. Im Moment tradet die Aktie bei knapp 340 Euro. Ich denke, zu Microsoft muss ich nicht viel sagen. Microsoft ist zwar noch immer eine Tech-Aktie, aber keine extreme Wachstumsaktie mehr, sondern eher schon fast eine Dividendenwachstumsaktie geworden. Langfristig gesehen macht Microsoft in nahezu jedem Portfolio Sinn. Ich stehe aber noch an der Seitenlinie und habe die Chance, die sich für uns ergeben hat, da zum Beispiel lieber für Palantir genutzt. Auch Microsoft hat sehr gut korrigiert. Letztes Jahr waren wir bei über 430 Euro je Aktie im Sommer 2024. Das war aber auch die Zeit, in der wir die Gerüchte rund um OpenAI und ChatGPT hatten, dass Microsoft OpenAI ja möglicherweise komplett schlucken wird. Year to date sind wir gute 18% im Minus und das ist bei der Microsoft-Aktie schon fast ein Novum, denn auch diese Aktie ist äußerst resilient gegenüber Marktkorrekturen. Ab 300 Euro je Aktie wäre Microsoft in meinen Augen einen Blick wert. Unternehmen Nummer 3, das ich im Moment sehr nah verfolge, ist Rocket Labs. Auch über Rocket Labs haben wir auf diesem Kanal sehr tiefgreifend gesprochen. Das Unternehmen ist eine gute Möglichkeit für uns am Raumfahrtsektor zu partizipieren und Rocket Labs wird langfristig gesehen sehr wahrscheinlich den Weg in mein Portfolio finden. Im Februar waren wir bei fast $30 je Aktie, aktuell sind wir bei knappen $20 je Aktie. Einstiege lohnen sich für mich bei ca. $15 je Aktie, das wären noch einmal weitere 20% Downside von jetzt aus. Das wären die Unternehmen gewesen, die ich im Moment sehr genau verfolge. Weitere Aktien, die ich auf der Watchlist habe, deren Kurse aber noch zu weit von meinen Punkten, an denen diese für mich interessant wären, entfernt sind, wären Robinhood, Shopify, SoFi und Coinbase. Schlussendlich und abschließend für heute sei gesagt, das Marktumfeld, in dem wir uns befinden, wird kurzfristig gesehen aller Wahrscheinlichkeit weiterhin volatil bleiben. Solange Donald Trump von Woche zu Woche verschiedene Zölle erhebt, werden die Märkte entsprechend reagieren. Langfristig gesehen wird man sich aber an den Verhandlungstisch setzen müssen, allen voran mit China. Solange das jedoch nicht der Fall ist, kann es gut sein, dass wir noch einige Kaufgelegenheiten sehen werden und hier würde ich mich auch sehr dafür interessieren, mit welchen Unternehmen ihr im Moment liebäugelt, welche Eintrittskurse ihr habt und für welche Unternehmen ihr euch speziell interessiert. Ich lese all eure Kommentare, haut mir also gerne um die Ohren, was ihr im Moment denkt. Damit hoffe ich sehr, dass ich jedem ein wenig Mut in diesen unruhigen Zeiten zusprechen konnte. Hoffe, dass jeder von euch wieder sehr viel für sich selbst mitnehmen
mitnehmen konnte und freue mich darauf, euch in alter Frische im nächsten Video in der nächsten Woche wiederzusehen.